Oh hey! Wisst ihr doch, als ich mal etwa ein Video gemacht habe über den besten deutschen Film, zumindest meiner Meinung nach, mit Metropolis. Falls ihr dieses Video nicht gesehen habt, Link dazu in der Videobeschreibung. Aber anyway, wir haben etwa den besten deutschen Film etwa erkoren. Also wird es doch mal Zeit, etwa die beste deutsche Serie, zumindest meiner Meinung nach, zu erkoren. Und auch wenn ich etwa deutlich weniger deutsche Serien gesehen habe, ist mir die Wahl jetzt auch nicht so schwer gefallen. Denn es gibt eine Serie, die ich wirklich sehr schätze und die ich etwa ein bisschen underrated finde. Und zwar der Tatortreiniger. Warum ich diese Serie so großartig finde und warum das etwa eine meiner persönlichen Empfehlungen für euch ist, erfahrt ihr in diesem Video. Aber zuerst mal, was ist der Tatortreiniger? Auf den ersten Blick mag etwa die Prämisse super simpel sein. Es ist eine Prämisse, die etwa basically immer die gleiche bleibt. Irgendein Tatort passiert oder irgendwas Schlimmes passiert, eine Leiche, jemand stirbt oder sonstiges und dann kommt der Tatortreiniger, gespielt von Bjarne Mädel hier in dieser Show, der etwa das alles reinigt und da kommen etwa interessante Gespräche daraus raus oder Aktionen mit der Person, die etwa da ist an diesem Tatort oder eben nicht. Ob es etwa ein Familienangehöriger ist oder eine komplett andere Person, die einfach nur etwa da arbeitet. Und das ist etwa auch der Charme dieser Serie, denn es spielt etwa sehr, sehr stark auf Gespräche ein. Der Dialog hier ist wirklich immer meistens gut geschrieben. Natürlich gibt es manche Episoden, wo man sich etwa einfach nur an den Kopf kratzen kann und sich denken kann, ernsthaft? Sowas habt ihr daraus gemacht? Denn manche Ideen oder manche Figuren werden nicht etwa zu ihrem vollen Potenzial mit diesen Gesprächen etwa ausgenutzt. Und das ist manchmal wirklich schade und besonders die letzte Season suffert davon, mehr oder weniger. Aber meine Güte, Bjarne Mädel als der Tatortreiniger ist so ein genialer Charakter. Ein sarkastischer Typ, der definitiv oft etwa einfach seine Meinung sagt, egal ob es jemandem gefällt oder nicht. Und es ist wirklich unterhaltsam. Sicherlich habt ihr schon Bjarne Mädel in anderen Projekten gesehen, sei es nun Stromberg oder anderen deutschen Filmen. Er ist so einer dieser Posterboys von Deutschland. Ein ziemlich guter Actor meiner Meinung nach, der einfach wirklich unterhaltsam ist und wirklich das Sarkastische grandios spielen kann. Und das zeigt ja auch besonders hier in dieser Show. Und Stromberg ist etwa ein wirklich gutes Wort. Denn auch wenn ich etwa diese Serie wirklich nicht so viel gesehen habe und nur ein paar Episoden gesehen habe, weiß ich eines. Sie ist verdammt beliebt. Und wenn ihr etwa Stromberg schon mögt, werdet ihr bestimmt den Tatortreiniger lieben. Denn meiner Meinung nach erweitert der Tatortreiniger in vielen Aspekten den Humor von Stromberg und vor allem das Sarkastische daran. Aber genug von den Bjarne Mädel, Gassing oder Gelobe. Kommen wir doch mal etwa zu einem anderen Aspekt, den ich so sehr schätze bei dieser Show. Und zwar die Hintergrundmusik. Man würde man sich etwa bestimmt fragen, deutsche Filmprojekte oder Serien abseits der Golden Age von dem deutschen Kino haben jetzt etwa nicht etwa die bangerhafteste oder großartigste Hintergrundmusik, aber falsch gedacht. Denn der Tatortreiniger hat so eine fantastische Musik im Hintergrund, die etwa die Szene und die Atmosphäre einfach nur enhanced. Es gibt fantastische Tracks, die man auch etwa so einfach so hören kann, die wundervoll sind. Die Instrumente sind einfach nur more und es wird auch etwa wirklich etwa viel damit gespielt, den Ton etwa zu nutzen. Denn diese Serie ist definitiv so eine Serie, wo man etwa merken kann, Ton bzw. Musik ist super wichtig. Allein schon, wenn man sich etwa das Intro anschaut, was etwa sich daraus setzt, dass etwa der Tatortreiniger seinen Fall bzw. sein Tatort halt eben fährt und da etwa all diese kleinen Dinge passieren oder kleine Maschinen etwa genutzt werden, die dann etwa eine kleine Melodie ergeben. So kann man sich auch vorstellen bei der Serie, nur sind manche dieser anderen Tracks bzw. die Musik deutlich noch mehr besser. Und wenn wir jetzt schon etwa bei der Serie und den Intro sind, auch wie die Serie gefilmt ist wirklich interessant. Ist es etwa eine Meisterleistung vom Filmemachen bzw. Drehen? Sicherlich nicht. Aber meiner Meinung nach ist das Drehen bzw. wie etwa diese Serie gefilmt wird, wirklich sehr interessant. Denn man würde mal etwa sich denken, besonders auf den ersten Blick, dass es super simpel gedreht ist, aber es gibt manche Shots, die wirklich interessant und wirklich einfach nur grandios umgesetzt worden sind. Aber nach dem ganzen Gelobe heißt das natürlich, dass die Serie nicht perfekt ist. Weit entfernt. Vor allem das Finale ist ein wenig dodgy und nicht gerade etwa so überzeugend. Aber vor allem die ersten paar Staffeln und ich würde sogar auch sagen, ein paar der Episoden der finalen Staffel sind wirklich gelungen. Man kann sich zwar streiten, wie die Serie geendet ist und dass sie etwa nicht ein gutes Ende für den Charakter Shotty, also den Tatortreiniger, sein könnte, aber meiner Meinung nach zahlt das Ende
jetzt etwa so sehr der Show in dem Sinne nicht. Man kann mal sich etwas so diskutieren, wie sehr etwa ein Ende einer Show, der ganzen Show im Rückblick etwas schadet, aber meiner Meinung nach ist die Show vor allem mit den ersten Episoden so gut und so unterhaltsam, dass dieses Ende das wirklich etwa nicht schaden tut. Und da muss ich etwa wirklich was betonen. Wenn euch die ersten 2, 3 Episoden von dieser Show gefallen, bitte schaut mehr von dieser Show. Als ich etwa von der Show zum ersten Mal gehört habe, habe ich einfach mir mal gedacht, ich bin gelangweilt, ich möchte irgendwas sehen, hab mir die Show angeschaut und meiner Meinung nach, oh mein Gott, war ich wirklich positiv überrascht. Das heißt nicht etwa, dass man automatisch denkt, dass deutsche Produktionen schlecht sind, aber viele, vor allem die heutzutage, sind definitiv nicht gerade etwa so niveauhaft. Wenn man sich etwa überlegt, welche erfolgreiche deutschen Filme in der letzten Zeit kamen oder erfolgreiche deutsche Serien, kommt man immer auf dieselben Darsteller wie Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und so weiter und so weiter. Und da bin ich wirklich froh, dass der Tatortreiniger so einen langen, aber auch guten Run hat. Und meiner Meinung nach verdient die Serie einfach mal mehr einen Blick. Denn genauso wie Metropolis, vielleicht sogar mehr als Metropolis, zeigt es, dass Deutschland etwa wirklich mal paar kleine Perlen herausbringen kann, die wirklich unterhaltsam sind und wirklich etwa gute Rivalen sind zu ihren amerikanischen Counterparts. Denn wer hätte das gedacht? Es gibt auch andere Versionen von dieser Show in anderen Ländern. Zum Beispiel eine Version in Großbritannien. Ich habe mir die bisschen angeschaut und ich muss sagen, der fehlt wirklich der Edge dieses sarkastischen, geilen Humors vom Original. Und wer kann so Nein sagen zu Biane Mädel? Ich glaube nur die wenigsten. Also bitte tut euch einen Gefallen und gebt dieser Show eine Chance, denn diese Show beweist wirklich, dass Deutschland oft etwa sehr gut ist im sarkastischen Humor, wenn die mal auch sowas machen. Und nicht etwa diesen Pipi-Kacker, haha, er hat dir im Penis etwa gebissen, Matthias Schweighöfer Humor. Wirklich untersetzte, gute Show. Aber jetzt seid ihr dran. Mich würde unfassbar interessieren, ob ihr den Tatortreiniger kennt und was eure Meinung zu dieser Show ist. Habt ihr Lust, die Show mal anzusehen? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!